Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin heute im Europa Discus Center. Ja, was das genau ist, das seht ihr jetzt. Komm, wir gehen mal rein. Hallo! Sascha. Hey, wie geht's dir? Alles gut, danke. Herzlich willkommen bei Europa Discus Center. So, jetzt habt ihr schon mal so ein paar Eindrücke gesehen, was hier so alles rumschwimmt. Ja. Und jetzt erzählt euch der Rudi mal, was er hier so macht. Hallo Leute, freue mich, euch ein bisschen Informationen zu geben, was ich mache. Und wollte ich auch mal ein paar Schönheiten zeigen. Das ist mein Hobby. Aus Hobby ist Beruf geworden, weil ich als größer geworden bin als Hobby. Als Hobbyist in dem Sinne habe ich zuerst mit Kinderzimmer angefangen. Und irgendwann habe ich dann mal einen Keller gemietet. Dann habe ich eine Halle gemietet. Jetzt habe ich eine eigene Halle, wo ich dann die ganze Diskus runtergebracht habe. Und es ist immer noch meine Leidenschaft. Ich sage mal so, ein guter Fußballer bist du dann, wenn du gerne Fußball spielst. Das stimmt. Ja. Und deswegen mache ich das leidenschaftlich und gebe meinen kompletten, alles, Das Herzblut, ne? was Herzblut ist, ja. Ja. Wie lange machst du das Ganze jetzt schon? Mit 6 Jahren habe ich angefangen und ich weiß genau, ich habe einfach mal ein Glas gehabt, wo ich aus dem Bach die Fische rausgefangen habe. Und habe ich mich einfach mal gefreut, habe ich auch gerne auch geangelt, so wie jeder Junge halt. Ja. Und irgendwann war das so, dass ich Fische gezüchtet habe, also nicht gezüchtet, gehalten und ja, irgendwann war ich immer größer und größer. Habe ich auch 2 Becken gehabt. Ja, und mit Diskusfischen habe ich dann mal angefangen, vielleicht vor 30 Jahren. Krass, okay. Ja. Und daraus ist dann das hier entstanden. Ne? Ganz genau. Da habe ich einfach mal, ich sag mal so, diese Sucht entdeckt, wo ich dann sagte, das ist der König von Süßwasserfischen. Und das hat mich auch natürlich sehr groß zusammengefasst. Ja, Ja, meine Zuschauer, die sind, glaube ich, auch nicht so die Diskus-Kenner. Und ich denke mal, es ist bestimmt spannend für den einen oder anderen mal überhaupt irgendwas zu erfahren, was die Diskus angeht. Ganz genau. Heute möchte ich gerne mal erklären, was das überhaupt ist. Ja. Ich sage mal so, weniger ist manchmal mehr. Ich möchte gerne sprechen über Filterung, über Wasserqualität, was der Diskusfisch überhaupt braucht, über Form von Diskusfischen, was überhaupt alles gibt. Und wir hoffen, dass das euch dann Spaß macht. Ja, bestimmt. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal kurz durch die Anlage. Zeig uns doch mal, was du hier so rumschwimmen hast und was überhaupt das Konzept Also da sind jetzt mal auch Pärchen oben,
wo ich die zusammenstelle. Also ich sage mal so, ich bin leidenschaftlicher Züchter, nur halt, ich war jetzt vor einem Jahr sehr krank und ich musste meine Zuchtanlage aufgeben. Aber ich baue jetzt mal neue Zuchtanlage, noch moderner. Und da will ich auch irgendwann euch im Frühling zeigen, was ich erreicht habe mit der Zucht. Aber später zeigen wir euch auch mal meine Baustelle, die neue Baustelle, was ich jetzt aufbaue. Aber zuerst zeige ich euch, was ich hier mache. Genau. Das ist reine Verkaufsanlage, wenn wir Fische gezüchtet haben. Wir haben zum Beispiel fast die komplette Sorten, was wir hier bei uns im Katalog sehen. Das sind dann quasi angefangen mit White Butterfly und Querbeet. Das zeige ich euch jetzt live auch. Und das habe ich nicht nur alleine erreicht, das haben auch viele, viele Züchter, ob in Malaysia, ob in der Schweiz. Der Weißlock ist ein sehr guter Freund von mir, Antonello Greco aus Italien. Und wir haben uns wirklich zusammengetan, wo wir die Schönheiten auch züchten. Ja. Also ihr seid sozusagen ein Kollektiv. Ganz genau, wir rudern zusammen. Ja. Alexander Piwowarski ist sehr gut, Stöcker ist der Beste auch. Ja. Und wir versuchen uns wirklich mal alle zu ergänzen und zusammen zu rudern. Wir sind auch irgendwo auch sehr gute Freunde miteinander. Alexander kenne ich auch, Piwowarski sehr lange schon. Und das ist sehr schön. Ja, es ist wichtig, dass man zusammenarbeitet. Ja. Ganz genau. Gerade im Hobby, dass es auch größer wird. Ja. Ganz genau, dass wir in dem Sinne diese Farbschläge noch verschönern. Ja. Okay. Ich habe natürlich auch im Ausland sehr viele Freunde, wo wir auch austauschen. Also ich zeige euch zuerst mal, dass ich nicht so viel jetzt rede. Unten sind meistens Jungtiere und oben sind Pärchen, und dann entstanden sind, wenn jemand als Hobby oder auch größer züchten will, kann gerne bei uns mal die Fische erhalten, als Paare oder einzelne Fische. Hier sind zum Beispiel Millennium Golden. Ja, das ist ein sehr schönes Paar. Gestern war einer aus Kalifornien bei mir und hat das Pärchen reserviert für sich. Okay. Und das sind jetzt Red Melon. Und ihr müsst auch mal achten auf die Form. Für mich ist sehr wichtig, dass der Diskus richtige Form hat. Das ist ja runde Fisch. Ja? Und wenn die Fische dann quasi so runde Form haben, der Körper muss richtig rund sein und die Flossen müssen hoch sein. Aber der Körper muss vom Kopf her richtig rund sein. Und das ist das Wichtige. Und viele Leute lernen das schon und wissen, wie der Diskusfisch überhaupt aussehen soll. Ja. Okay. Hier sieht man auch verschiedene Farbformen. Das ist jetzt zum Beispiel Checkerboard Pigeon oder Red Map. Ja. Hier sind auch schöne Leoparde, das sind zum Beispiel Spider-Leoparde. Das ist jetzt schon ganz moderner Fisch, wo ich sage, kann man auch die Zeichnung auf dem Kopf sehen. Ja. Mhm. So, das ist Red Melon. Ich finde diese Form etwas zu hoch. Ja? Die Form ist, von Körper ist schon oval. Und das Ovale ist irgendwie nicht rund. Diskus muss rund sein. Wie der Name schon sagt, ne? Ganz genau, ja. Wie der Name schon sagt. Wenn Diskus nicht rund ist, das ist kein Diskus für mich. Ja? Und deswegen, die Form muss rund sein, der Körper, die Flossen können hoch sein. Dieser Fisch ist auch wunderschön. Das ist Ringmosaik-Leopard. Ich finde, also von meinem Geschmack, was Farbschläge angeht, Leoparde, das ist mein Liebling. Und ich meine, jeder Farbschlag ist schön, aber betrachten Sie mal das, die Schönheit von diesem Fisch, ja. Was die Form, die von Farben, Musterung, ja. Von Muster her, das ist einfach wunderschön. Das ist derselbe Fisch. Das sind zum Beispiel jetzt ganz moderne auch Fische. Das sind ganz fein gezeichnete Tiere. Das ist wirklich wie mit Nadel gestochen. Das ist wahnsinnig schöner Farbschlag. Ja. Blue Diamond, oder das ist ein Red Melon wieder mal. Wir haben vorhin schon Red Melon gesehen. Das sind Blue Diamond. Sie sind zum Beispiel für mich von Form her auch wieder mal zu hoch. Aber das ist, man sieht es ja, die sind ganz genau, sind etwas oval, ja. Aber das ist wieder mal Geschmackssache, ja. Für mich ist das zu viel. Für manche ist das okay, ja. Und das sind auch, aber die haben wunderschöne Farben, ja. Die haben zum Beispiel perfekte Form. Das ist wieder mal, manche sagen, die, wo Klassiker halt gerne möchten, Wildfänger oder sonst noch was. Das ist schon übertrieben, weil die komplett weiß sind. Aber das ist wieder Geschmackssache. Ich habe zum Beispiel jemanden gehabt, der hat weiße Möbel zu Hause und hat dann halt weiße Fische gekauft. Ja. Und die haben auch die schönste Form überhaupt, was ich jetzt mache. Moderne Fisch und schöne Form, das passt zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Das sind auch Red Melon, die habe ich jetzt gerade abgeleicht. Das ist jetzt Checkerboard, Pitchen und das ist Red Map. Okay, das ist aber auch ein Zuchtpaar, ne? Das ist auch Zuchtpärchen, die finden sich selbst. Ich setze die immer so zusammen, zum Beispiel wie hier. Und die suchen sich dann in der Gruppe zusammen. Und wenn die dann zusammen Leichen und Junge bekommen, dann ist das ein Zuchtpaar. Okay, also du tust hier sozusagen in der Gruppe reinsetzen und dann selektierst du die Zuchtpaare raus. Ganz genau. Ah, okay. Ja? Und du hast gerade gesagt, die sind gerade am Ableichen? Die sind am Ableichen, aber ich habe hier hartes Wasser. Ich möchte nicht, dass die jetzt hier Jungtiere haben, weil ich habe hier nicht komplett dafür gemacht. Das ist reine Verkaufsanlage und weil hier etwas bisschen stressiger ist, deswegen baue ich jetzt bei mir einen extra Raum, eine Zuchtanlage, wo die Tiere auch Ruhe haben. Okay, die sehen wir später nochmal. Aber wie die Natur halt will, die leichen halt gerne ab. Ja. Ja. Und das sind jetzt mal auch weiße Pitchen, ja. Das sind Red Map. Hier ist jetzt auch sehr schöne rote Fische. Also ich sag mal so, bei roten Fischen müsst ihr wirklich mal achten. Es gibt gefärbte rote Fische und es gibt genetisch rote Fische, ja. Das ist jetzt zum Beispiel das weiße Kopf bei Red Melon. Das ist wie ein Gutachten, dass dieser Fisch genetisch rot ist. Sonst wäre er komplett rot, wenn er mit Farbfutter manipuliert wird. Ja? Achso, es gibt die Möglichkeit, die mit Farbfutter sozusagen zu manipulieren oder halt die natürlichen Formen. Ganz genau, aber ich finde das total ungesund, weil die Tiere, das geht richtig auf Leber, auf diese ganze Farbfutter. Und wir füttern zum Beispiel bei uns kein Rinderherz mit Farbfutter. Also bei mir gibt es überhaupt kein Farbfutter. Okay. Ich gebe sogar meinen Tieren kein Artemia, weil Artemia färbt auch, Paprika färbt auch. Und das will ich vermeiden, dass die Tiere quasi so bleiben, wie die sind, so wie die Natur das geschaffen hat, ohne Farbfutter. Ich habe sogar hier keine LEDs extra, ich habe nur Licht, wo dann quasi normal Weißlicht ist, dass die Leute auch sehen, dass ich die Tiere auch nicht mit Licht manipuliere. Das ist so, wie die sind und schön so, wie die sind. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, als ich reingekommen bin, hat das für mich so ausgesehen, als wären das wirklich RGB-LEDs. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, das ist krass, dass es wirklich nur die Farbe der Tiere ist. Also ganz echt beeindruckend, wirklich beeindruckend. Ganz genau, die roten, das sind die gelben. Natürlich die gelben Fische, das ist ein schwieriges Thema. Die verfärben sich auch sehr gerne in Orange, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, wenn die Farbfutter bekommen. Wenn die kein Farbfutter bekommen, das rote Farbfutter, dann bleiben die auch gelb. Wenn die zum Beispiel jetzt rote Farbfutter bekommen, dann werden die dann rot. Das ist ja normal. Und deswegen, wenn jemand weiße oder gelbe Fische haben will, er darf kein Farbfutter geben. Das heißt, wenn man jetzt die weißen da vorne mit Farbfutter füttern würde, würden die orange werden? Oder? Die werden rosa. Die werden rosa wie so ein Schweinchen. Ja? Okay. Rosa Schweinchen. Sogar Blue Diamond werden rosa. Echt? Und ich finde, das ist nicht ästhetisch. Ja, ja, das stimmt. Das ist jetzt auch kann man sagen, aus dem Red Map irgendwann mal sind weiße Pitchen entstanden. Das sind weiße Pitchen oder die heißen nochmal White Butterfly. Ja? Wir gehen nochmal mal so schnell durch. Das sind jetzt Albino, das sind ganz seltene Tiere und sind ganz schwer zu züchten. Das sind Albino Golden und Albino Leopard, Snakeskin. Das, was wir vorne gesehen haben, das sind Spider-Leoparde, das sind Spider-Leoparde in Albino. Ja. Ja? Das sind goldene Leoparde, das ist jetzt ganz neue Zucht, goldene Leopard. Der ist jetzt mal wirklich entstanden wie so ein Pitchenblatt, nur halt, der kam nicht aus dem Pitchen, also der ist nicht Pitchenblatt, der ist mehr Albino Golden und das ist wirklich mal eine Klasse für sich. Okay. Ja? Das sind wieder Red Melon, das haben wir mal gesehen. Und das sind auch ausgesuchte Tiere, wo ich dann quasi zusammenstelle, wo ich sage, das sind die besten von Form her, von Zeichnung her. Und die kommen dann zusammen und dann stelle ich die Paare zusammen. Und wenn ich jetzt da hinten Zuchtanlage fertig habe, dann kommen die Tiere in die Zuchtanlage. Hier sind Jungtiere. Das ist wirklich mal Zucht von meinem Freund aus Italien, aus Mailand. Der züchtet sehr hoch, was ich auch gerne mag, aber die Form ist sehr rund. Vorne sind die etwas noch ein bisschen spitz, was mit der Zeit auch wegkommt. Ja? Wenn der Jungtier geboren ist, der ist auch ein bisschen länglich und dann geht die Form quasi nach oben. Ah, okay. Ja?
Aber die Form ist nicht nur das, die Genetik muss auch groß genug sein. Das heißt, früher gab es so, dass die Genetik sehr klein war und mittlerweile zum Beispiel diese Tiere, die sind ungefähr jetzt mal 6 Monate alt. Da sieht man, dass die sehr kleines Auge hat. Am Auge kann man auch den Alter erkennen. Das heißt, wenn ich jetzt mal als Beispiel jetzt mal ein paar alte Tiere zeige, die haben schon ein riesen Auge. Und wenn die Jungtiere fast so groß sind wie die Alten, das heißt, dass sie sehr große Genetik haben und das Auge so klein ist. So kann man den Alter abschätzen, schon bei Fischen. Okay, das ist auch interessant, ja. Das Aquarium wollte ich auch mal ansprechen, nicht nur die Fische, weil das biologische System im Aquarium muss ja auch stimmen. Vielleicht so, wie ihr jetzt seht bei mir, ich habe jetzt im Aquarium kein Kot, das wird auch natürlich weggesaugt, das zeige ich euch auch später. Nur halt, ich wollte zuerst mal ansprechen, wie groß das Aquarium ist. Das ist ein Riesending, ja. Das ist ja ein großes Aquarium, das hat 1600 Liter und 2 Meter lang, 1 Meter hoch und 80 tief. Okay, was für eine Größe würdest du denn vorschlagen überhaupt für eine Diskushaltung zu Hause jetzt für die Zuschauer? Ab 200 Liter, sage ich mal. Wenn jemand ein Pärchen pflegen will mit etwas Beifischen, dann kann er auch ein Pärchen mit ungefähr mal zwischen 150 und 200 Liter pflegen. Wenn er natürlich 6 Tiere pflegen will, das muss dann über 200 Liter sein, am besten. Oder 180, 200 Liter plus minus. Aber die Tiere werden dann groß, brauchen Platz. Falls die Frage aufkommt bei den Zuschauern, warum hier keine Dekoration und nichts drin ist in dem Becken, das ist ja eine reine Verkaufs- und Zuchtanlage. Hier, ja, ne? Das ist natürlich schade, dass ich jetzt das nicht verbinden kann. Das Problem ist das, ich konzentriere mich auf Gesundheit von Tieren, ich konzentriere mich auf Wasserqualität und ich konzentriere mich natürlich, dass die Tiere gut wachsen können und dass ich das Wasser sauber halten kann. Weil wenn ich jetzt Dekoration reinstelle, ich kann natürlich ein paar Wurzeln reinstellen, das ist kein Problem, aber dann ist es schwierig für mich, die Tiere zu fangen, weil die immer über den Deko quasi dastehen. Wenn ich ein Grundtier reinmache, dann könnte ich mit so vielen Fischen Keime produzieren und das ist nicht gut. Ich probiere das biologische System so weit anzuarbeiten mit sehr viel Sauerstoff. Sauerstoff ist das A und O. Ja? Und das werde ich jetzt natürlich nochmal ansprechen, was überhaupt biologisches System ist. Hier das Aquarium, kannst du auch mal vielleicht mal zeigen, hat eigene biologische Filter hinten. Ja, das werde ich auch später mal zeigen, wie das überhaupt funktioniert. Das muss man auch nicht mehr reinigen, das ist soweit biologisch abbaubar, dass die Mikroorganismen quasi das für uns machen. Also das heißt nicht, dass das Becken steril ist, sondern es ist einfach nur biologisch voll im Gleichgewicht. Ganz genau. Nicht, dass die Leute das jetzt falsch verstehen, weil hier alles clean ist. Also die Anlage ist nicht komplett keimfrei oder sonst irgendwas, genau, einfach nur biologisch 100% aktiv. Ganz genau. Also ich hab 90% natürlich von meinen Kunden, wo keine sterilen Aquarien haben. Und ich bin auch dafür, dass das auch so ist. Ja? Und ich probiere meinen Kunden so weit zu erklären, dass es Pflanzenbecken und Fische passt sehr gut zusammen, oder Diskusfische. Nur halt Diskusfische brauchen sehr viel Sauerstoff und kein CO2. Deswegen will ich jetzt mal dieses Thema richtig ansprechen. Pflanzen und Diskusfische. Das ist ein Thema für sich. Diskusfische haben sehr starke Stoffwechsel. Deswegen, die dürfen nicht in CO2-Anlagen schwimmen irgendwo, dass die Pflanzen quasi für sich CO2 gewinnen und die Tiere dann quasi keinen Stoffwechsel haben. Weil der Körper von Diskusfischen braucht sehr viel Sauerstoff, dass die Blutkörperchen und der Stoffwechsel richtig arbeiten kann. Deswegen ist bei mir überall, da kann man auch sehen, überall sehr viel Sauerstoff. Ja? Der Sauerstoff ist sehr gut, dass wir auch automatisch Nitrate abbauen. Und das automatische Nitratabbauen entsteht ein biologisches System. Etwas Nitrat muss im Aquarium immer da sein. Ungefähr sogar, sage ich mal, bis 50 Milligramm. Dass die Pflanzen quasi ohne CO2 auch wachsen können, weil die dann Nitrate aufnehmen. Das ist dasselbe, wenn ich sag mal so, ich lerne sehr viel von Natur. Wenn der Bauer quasi, der schmeißt dann quasi Nitrate ans Felder, der schmeißt kein CO2, ja. Und so habe ich das irgendwann mal versucht, dass ich genügend Nitrate im Aquarium habe, viel Sauerstoff habe und entsteht dann ein gutes biologisches System, wo ich dann gute Pflanzenwachstum habe. Und die Fische wachsen auch mit dabei. Also zusammengefasst, CO2 im Diskus-Aquarium lieber nicht.
Also ich sag mal bei Aquascaping, das ist was anderes, weil dort die Leute sich auf Pflanzen konzentrieren, aber dort haben die sehr kleine Fische, dass die nicht so viel Sauerstoff brauchen. Die haben nicht diesen Stoffwechsel. Ja? Diskusfische, die wachsen in 12 Monaten fast in volle Größe. Natürlich, die wachsen weiter noch in die Breite und in die Höhe. Nur halt, die brauchen 2 Jahre, bis die ausgewachsen sind. Aber in einem Jahr haben die dann komplette Größe. Okay, und diese Stoffwechsel muss zuerst mal da sein. Das ist wie ein guter Sportler. Ja? Der braucht Sauerstoff, dass er quasi seine Muskeln und alles richtig da sind, ja? Dass er Leistung bringen kann. Okay, also wichtig, viel Sauerstoff auf jeden Fall. Viel Sauerstoff, also das ganze Leben ist so entstanden. Sauerstoff hat sich mit Wasser vermischt und entstanden dann Mikroorganismen. Da kamen irgendwann mal solche Mikroorganismen wie wir und wir haben dann quasi Nitrate produziert und diese Nitrate haben einfach mit Wasser sich vermischt, entstanden Mikroorganismen und alles drum und dran, entstand ein biologisches System. Ich habe die Anlage so weit aufgebaut, dass der Kot sogar, auf meiner Anlage brauche ich überhaupt keine Schläuche mehr. Ja, deswegen habe ich auch keinen Grund, dass der Kot auch gleich abgebaut wird. Zum Beispiel, ich kann mal zeigen, dass das Becken quasi, noch nie habe ich hier Schlauch benutzt und das Becken ist ziemlich sauber. Das heißt, da ist Schwerpunkt, der Kot ist schwer und wenn ich zum Beispiel hier Strömung habe, die Strömung geht quasi so weit, dass ich unten einen Spalt habe, den Spalt kannst du mal zeigen, unten dann habe ich einen Spalt, unten wird der Kot abgezogen, oben werden die Fette abgezogen, dass der Oberfläche quasi frei von Fette ist. Okay. Dann habe ich hier, vielleicht kannst du mal zeigen, das ist ein Überlauf, wo ich dann in dem Sinne hier aufmache und der Kot quasi weggezogen wird. Aber das zeigen wir noch mal ins Details. Ich würde sagen, darüber machen wir nochmal ein separates Video, oder? Ja, ganz genau. Aber du hast hier ja noch andere Tiere rumschwimmen. Ja, ganz genau. Wir gehen heute erstmal nur auf die Tiere, würde ich sagen. Ja, ganz genau. Wir gehen zuerst mal auf die Tiere, weil wir jetzt mal überall sind. Ich habe hier auch sehr schöne, große, kleine Tiere. Ihr könnt sehen, was für schöne Tiere von Form hier sind. Das sind jetzt halbwüchsige Tiere, schöne Leoparde. Das wird auch irgendwann ein Ringleopard sein. Das sind Spider-Leoparde, Red Map. Das sind richtig Hammer-Tiere, wo ich sage, ich kriege einfach Freude davon. Ja. Und die Kunden können hier zu dir kommen und können sich selbst ihre Tiere aussuchen? Jeden Tier könnt ihr dann aussuchen, ja. Das ist reine Verkaufsanlage. Das ist jetzt auch mein Lieblingsfarbschlag, das sind Tiger-Türkis. Das ist ganz früher gab es Rot-Türkis, jetzt gibt es Tiger-Türkis. Wir versuchen immer mal das Thema auf den Kopf zu stellen. Früher waren die Streifen gerade, heute sind die quer. Okay. Wir werden immer moderner. Ja, klar. Auch die Natur geht mit. Ich finde, das ist in diesem Aquarium jeder Fisch richtig Hammer. Ja, die Farben sind doch echt der Wahnsinn. Ja, ja, schöne Form, richtig schön rund. Hier sind zum Beispiel, es gibt jetzt neue Formen, das sind Kois zum Beispiel, das sind weiße Fische mit Gelb, ist auch sehr schön. Das sind natürlich klassische Fische, das sind auch Rot-Türkis oder Checkerboard-Türkis, Tiger-Türkis, das ist schon neuer Farbschlag, das ist moderner Farbschlag. Dann haben wir gelbe Fische, auch hier Jungtiere, auch für die Leute, wo Klassiker mögen, haben wir quasi auch klassische Rot-Türkis. Und Spider-Leopard, das sind schon kleinere Fische. Auch rot, blau, was jeder wünschen kann. Rot, blau, dann hier wird noch kleiner. Das sind auch schöne Checkerboard, goldene Fische, golden Checkerboard. Also wahnsinnig schöne Tiere. Wie alt sind die jetzt? Die sind jetzt ungefähr plus minus zwischen 4 und 5 Monate alt. Okay. Ja, da sieht man auch, dass der Stoffwechsel wirklich sehr stark und die sind ungefähr mal jetzt ja, plus minus 10 cm. Okay. Ja. Das sind noch kleinere Fische, kommt her. Sind ein bisschen schüchtern, weil wir heute den ganzen Tag filmen. Ja, die kennen die Kamera nicht, ne? Die kennen dich noch nicht. Ja, oder mich nicht. Aber langsam kennen die dich schon. Ja. So. Und ich glaube, das ist wirklich mal ein schönes Thema. Ja, sehr geil, ey. Vielen, vielen Dank erstmal für die
Rundführung jetzt hier. Kein Problem, immer gerne. Also du hast dir so viel zu erzählen und auch so viele spannende Sachen zu erzählen, dass ich sagen würde, wir machen da mehrere Teile jetzt hier draus. Ganz genau. Dass wir den Teil jetzt hier für den Fisch erstmal beenden. Ich möchte gerne meine Leidenschaft richtig teilen. Ja? Jeder Zuschauer und alle Freunde auch mal wissen, was ich mache, ja, und wie ich da wirklich mal ins Detail gehe. Ja? Genau, deswegen würde ich sagen, wir beenden den Teil jetzt erstmal hier mit den Fischen und im nächsten Teil gibt es dann nochmal Filterung. Also Punkt Nummer 1 Wasser, Punkt Nummer 2 biologisches System und Punkt Nummer 3 Ernährung. Ja. Und das sind die wichtigen Sachen und mehr müssen wir auch gar nicht wissen. Genau. Ja. So. Ich würde euch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaut mal auf der Homepage hier vorbei. Ganz genau. Oder schaut mal hier direkt bei vorbei. Europa Discus Center. Bei Europa Discus Center, ja. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Teil hier, wenn es um die Filterung geht. Macht's gut, bis dann und tschüss.